Hi, ich bin Helen, die Küchenfee, und heute bin ich in der Ausstellung von Rational-Küchen. Wir schauen uns gemeinsam an, wie man besonders hochwertig Design und Funktion in der Küche verbinden kann. In diesem Schrank hier ist ein Kühlgerät integriert und wenn man zu lange wartet, schließt sich die Tür automatisch. Da ist sogar ein komplett großer Gefrierschrank drin, den man auch gut gebrauchen kann und gut füllen kann. Was ganz wichtig ist, der Stauraum über dem Kühlschrank, der ist natürlich nicht verloren. Da kann man auch einiges unterbringen, auf jeden Fall. Und direkt daneben befindet sich hier eine wunderbare Glasvitrine. Die ist jetzt hier zweigeteilt. Man könnte das Ganze aber auch wirklich als gesamte Front planen und das würde ich auch so machen. Ja, was ganz spannend ist bei so einer Glasvitrine sind versteckte Scharniere oder was wichtig auch ist, denn gerade im Wohnbereich möchte man diese etwas auftragenderen Scharniere eigentlich nicht sehen und die zeige ich euch gerade mal, denn im Küchenbereich gibt es Standardscharniere und die sehen so aus. Die sind so ein bisschen aufgesetzt, ja, und ich denke, da versteht man schon, dass im Wohnbereich sowas noch ein bisschen schicker ist, wenn das Scharnier versteckt ist. Apropos verstecktes Scharnier, es gibt auch versteckte Fachbodenträger. Man kennt diese Pins. Normalerweise sind die unter diesem Fachboden am Schrankkorpus befestigt. Hier ist es aber so, dass dieser Pin tatsächlich am Fachboden selbst befestigt ist. Und das bietet nochmal mehr Stabilität für den Boden. Also der sitzt hier ganz fest drin, da kann nichts kippen. Zum Thema perfekte Linienführung zeige ich euch mal dieses Modell. Hier handelt es sich um eine grifflose Küche und genau da ist es ganz wichtig, auf die Linienführung zu achten. Das ist auch total in meinem Sinn und würde ich ganz genauso umsetzen. Thema Linienführung und hochgebauter Geschirrspüler, der sich übrigens hier dahinter verbirgt. Diese zwei Themen vertragen sich normalerweise nicht ganz so gut, aber hier ist es super gelöst. Hier ist der Geschirrspüler eben ergonomisch etwas erhöht eingebaut, also auch besonders rückenschonend. Direkt darunter befindet sich noch ein weiterer kleiner Stauraum auf jeden Fall. Und wenn es um ein hochgebautes Gerät geht, ist natürlich so etwas auch ganz toll, wenn man den Backofen noch ein bisschen höher einplant. Darunter gibt es noch ein kleines Fach für Backbleche und wenn die Kuchenformen auch noch einen Platz finden sollen, dann ist das hier perfekt. Hier daneben könnte man auch einen Auszug vermuten, ist aber nicht so. Hier befindet sich nämlich ein ganz spannender Stauraumschrank dahinter, also perfekt, um Vorräte oder auch Flaschen unterzubringen. Die Küche ist Mittelpunkt des Lebens und mit dieser Kücheninsel zeigen wir eine ganz besonders kreative Lösung. Hier seitlich sind abgerundete Schränke eingeplant und ganz besonders diese gerundeten Fronten sind sogar innen in dieser wunderschönen Farbe lackiert. Diese offenen Elemente gibt es häufig auch als Regal, aber wenn wir auf die Funktion noch mal genauer eingehen, ist das sicherlich noch ein bisschen praktischer, denn hier lassen sich auch Besteckkästen integrieren oder man kann einfach auch ein bisschen höhere Elemente oder Geschirr unterbringen. Ansonsten ist hier drunter auch noch mal Stauraum für Vasen zum Beispiel, oder auch Teller oder sonstiges Geschirr. Auf den ersten Blick ist es hier eine geschlossene Wand, aber dahinter verbirgt sich natürlich was. Jede Menge Stauraum, um Geschirr und Teller und Tassen unterzubringen. Gerade wenn man den Bereich komplett geöffnet hat zum Wohnen hin, möchte man nicht alles sofort ersichtlich haben. Und da
bietet sich so eine geschlossene und total elegante Lösung perfekt an. Hier ein praktisches Beispiel, bei dem sich Design und Funktion treffen. Ja, hier handelt es sich um einen Aufsatzschrank, der mit einer Fallschiebetür ausgestattet ist. Da werden diese Vitrinen absolut top in Szene gesetzt. Wenn es bei der Küchenplanung um das Thema Design geht, dann dürfen Einschubtüren oder sogenannte Pocket Doors natürlich nicht fehlen. Hier schauen wir uns mal die einseitige Pocket Door an. Hier lässt sich die Tür eben aus der Seite rausziehen und ganz einfach wieder verschließen. Gerade eben haben wir die einseitige Pocket Door gesehen. Hier ist jetzt mal die klassische Variante gezeigt, nämlich das Ganze zweitürig. Und hier lassen sich die Türen eben auch seitlich versenken. Und ganz schick und praktisch, dass auch hier die Spüle mal versteckt ist. Bei der anderen Küche waren die Elektrogeräte integriert und hier der komplette Spülenbereich. Also gerade wenn es darum geht, alles sehr clean zu halten und optisch aufgeräumt, ist das eine super Lösung. Hier zeigen wir euch unsere letzte Variante der Einschubtüren. So, ist auch wieder eine zweitürige und klassische Variante. Und was hier ganz besonders ist, bei diesen Oberflächen handelt es sich um Echtholz. Ganz, ganz schick und richtig wertig, dass diese Holzmaserung komplett durchläuft. Und als besonderes Highlight, diese Fronten reichen bis zum Boden runter. Das heißt, die Sockelleiste, die man sonst immer sieht und die man auch kennt, entfällt und man bekommt dadurch natürlich einen super cleanen Look. Was sich aber noch hier versteckt, da gucken wir jetzt noch mal gemeinsam rein. Hier ist nämlich ein Durchgang und ja, dahinter, was sich dahinter verbirgt, das schauen wir uns gemeinsam an. Ja, und eine große Überraschung, wir sind hier in der Speisekammer 2.0. Ein super Platz, um Speisen vorzubereiten, aber um sie natürlich auch zu lagern, ganz praktisch. Ja, und somit sind wir auch schon am Ende unseres heutigen Videos. Ich hoffe, dass ihr viel Inspiration für die Planung eurer neuen Traumküche mitnehmen konntet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Planung mit einem Küchenspezialisten in eurer Nähe realisiert, denn wir nehmen eure Küche persönlich. Herz auf!